Vor 2 Tagen habe ich eine krasse, zeitunabhängige Botschaft aus der geistigen Welt erhalten. Dabei geht es darum, welche Rolle unsere Intuition dabei spielt, unser wahres Selbst zu leben. Warum psychologische Modelle an Bedeutung künftig verlieren und was es mit dem Erklärmodell der Astrologie künftig auf sich hat. Durch meine jahrelange tägliche Meditationspraxis erhalte ich natürlich permanent Botschaften aus der geistigen Welt. Wenn jedoch eine wichtige Botschaft nicht nur für mich, sondern auch für meine Community hier auf dem Kanal, den du gern abonnieren darfst, darüber würde ich mich sehr freuen, ansteht, dann bekomme ich einen gesonderten Impuls. Und ich habe zwar im Vorfeld so eine gewisse Ahnung, worum es gehen könnte, aber was es konkret ist, weiß ich nicht. Und dieses Mal, muss ich ganz offen gestehen, war ich zutiefst bewegt, weil es auch in mir einiges von meinen bisherigen Ansichten und Überzeugungen durcheinandergewirbelt hat. Und möglicherweise geht es dir, nachdem du es gehört hast, genauso. Checke immer für dich, und das sage ich wie immer dazu, inwieweit es mit dir in Resonanz geht, und nimm dir das für dich heraus, was sich für dich stimmig anfühlt. Am Ende dieses Videos, des Channelings, melde ich mich nicht noch einmal, verlinke aber ein paar hilfreiche Videos für dich, die du dir möglicherweise auch im Nachgang noch anschauen möchtest. So, und jetzt switchen wir rüber und genießen die Botschaft aus der geistigen Welt. Bis zum nächsten Video oder Podcast sage ich an dieser Stelle Tschüss. Ich verbinde mich mit dem grün-goldenen, licht- und liebevollen Aspekt der Urquelle und bitte für mich und meine Zuseher und Zuhörer auf meinem Kanal um eure Botschaft und Antwort auf die Frage: Was ist jetzt wichtig für uns zu wissen und gegebenenfalls zu tun? Und danke schon jetzt. Wir grüßen dich und deine Zuseher und Zuhörer und haben diese Botschaft für euch. Ihr habt den Eintritt des Pluto in das Zeichen Wassermann gefeiert und verschiedene Erwartungen daran geknüpft. Eure Erwartungen sind berechtigt, jedoch nicht im Sinne von Konsumenten, wie ihr es vielfach gewohnt seid, sondern in dem Sinne, selbst aktiv zu werden. Jetzt, diese Zeit birgt so viele Chancen und Möglichkeiten für jeden Einzelnen von euch, in seine wahre Identität hineinzuschlüpfen, sein Sein in voller Gänze zu leben, mit Leben zu erfüllen. Das erfordert natürlich ein in sich gehen und die Botschaften aus der Resonanz zwischen eurem Herzraum und eurer großen Seele, die multiple ist und in vielen Dimensionen existiert, herzustellen, die Signale zu empfangen und für euch in eurem Menschsein zu verarbeiten. Vieles, was bisher für euch selbstverständlich war, wird jetzt weniger sinnvoll für euch sein. Viele Modelle, denen ihr gefolgt seid, die ihr für die Wahrheit hieltet, auch viele psychologische Modelle verlieren an Bedeutung, einfach weil durch die Vielschichtigkeit eurer Seele in den verschiedenen Dimensionen, die euch mehr und mehr zugänglich wird, sich vermischen mit eurem Menschsein. Manches, was auf wissenschaftlichen, scheinbar wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhte, wird nicht mehr
von Bedeutung sein. Ihr werdet es als nicht mehr stimmig für euch empfinden und das ist gut so. Vertraut eurer Intuition. Eure Intuition wird jetzt wichtiger denn je. Eure Intuition, euer Herzraum in Verbindung mit dem großen Ganzen, mit dem All-Einen. Das ist das, was künftig für euch Bedeutung haben wird. Vertraut darauf, horcht immer wieder in das hinein, was eure inneren Stimmen, eure inneren Bilder, eure inneren Gefühle, euer inneres Wissen euch vermittelt. Ihr alle als Mensch, auch in eurem Menschsein, seid damit ausgestattet. Auch all das, was die Astrologie euch scheinbar vermittelt, ist nur ein Erklärungsmodell, was über das, was die psychologischen Modelle, die nur für euer Menschsein gelten, zwar hinausgeht, jedoch noch nicht der sogenannten Weisheit letzter Schluss ist. In dem Moment, wo ihr euch als Seelen in eurer multiplen Ausdehnung einbringt, auch in euer Menschsein, werden auch viele astrologische Modelle nicht mehr so in der Art, wie sie euch bisher vertraut waren, stimmig sein. Identifikationen, die ihr aufgebaut habt zu bestimmten Sternzeichen, die scheinbar zu euch gehören, werden sich auflösen und den großen kosmischen Gesetzen weichen müssen. Nehmt das als Gewissheit und macht immer wieder den Check für euch, bevor ihr Entscheidungen trefft, in allem und jedem, was ihr zu tun beabsichtigt. Und das Tun geschieht im Jetzt. Und dieses Jetzt ist immer spontan und aktuell auf die Situation ausgerichtet. Beachtet die Zeichen, die Synchronizitäten, die euch erreichen in Form von Zeichen, die ihr je nachdem, welcher eurer Hellsinne besonders ausgeprägt ist, empfangen könnt, indem ihr seht, indem ihr hört, indem ihr spürt, indem ihr einfach wisst und vertraut dem und folgt diesen Impulsen spontan. Seid authentisch, seid in eurem wahren Selbst und wundert euch nicht, wenn das Ganze sehr flexibel ist. Das Wassermann-Zeitalter lädt euch regelrecht dazu ein. Es ist die Zeit genau dafür. Ihr seid dafür geschaffen. Auch wenn es herausfordernd sein mag, stellt euch diese Herausforderung. Sie ist genau stimmig für jeden einzelnen von euch in seinem Tempo und in meditativen Zuständen, die euch allen zur Verfügung stehen, auf welche Weise auch immer, empfangt ihr diese Nachrichten, diese Botschaften, denen ihr folgen dürft. Wir sind an eurer Seite. Wir unterstützen euch in jedem Aspekt und bei jeder Entscheidung. Wir lieben euch. Wir lernen auch von euch. Wir sind füreinander da. Wir danken euch.